von Zorgen und Erik van der Hogen sind Namen dafür, dass sie außergewöhnliche Flugzeuge machen. Außergewöhnliche Flugzeuge haben wir vor 2 Jahren hier gesehen, aber heute etwas ganz Besonderes, ein Leckerbissen hoch 3, und zwar eine Gotha P60A, das ist ganz wichtig, A, es gibt B und C, aber ich weiß da so gut wie überhaupt gar nichts drüber. Ich weiß nur, dass es ein Nurflügler ist, dass er im Kampf gegen Horten wohl gewonnen hat. Für diese Dinge, für die er geplant und konstruiert wurde. Geflogen hat das im Original nicht, aber das juckt Erik nicht. Er bringt alles zum Fliegen, was eigentlich hätte fliegen sollen. So, und ich nehme an, du kannst mir das oder uns das etwas besser erklären. Ja, das kann. Horten war der Nurflügelbauer in Deutschland am meisten bekannte und der hatte keine Werkstatt, so der musste irgendwann das bauen lassen. Und das Ministerium da hat gesagt, wir bauen die Horten bei Gotha. Und da haben die Gotha-Ingenieure gesagt, nee, das bauen wir nicht, wir haben was Besseres. Und das war dann die P60. Ja? Und die nach dem Krieg ist auch, haben die nachgerechnet und ist auch gesagt, dass die viel besser wäre gewesen als der existierende Horten 9. Und im Flug bis jetzt kann ich sagen, der fliegt sehr gut. Wir werden es sehen und ich vermute, du wirst recht haben. Jetzt kommt natürlich die große Frage, wie habt ihr das Ding gebaut? Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, so etwas zu bauen? Bitte? Hoe dat we dazu gekommen zijn? Ja, wo wir dazu gekommen sind. Wir sind immer auf der Suche nach Modellen, nach Flugzeugen, die nur Flüge sind und die nie geflogen haben. Und die Herausforderung ist, um sehen zu lassen, dass das Originalfliegen hätten können. Und manchmal dann gelingt das auch und manchmal dann haben wir gezeigt, dass Original hatte nie fliegen können. Aber meistens haben wir gezeigt, dass es richtig fliegen könnte. Ja, sehr schön. Und du hast mir eben erzählt, wie ihr begonnen habt, um nachzuweisen, dass es fliegt. Ja, wir fangen immer an mit ein ganz kleines Modell, so um die 30, 40 Zentimeter, nur zu sehen, ob aerodynamisch das Stabilität geben kann. Na, wenn das dann aus der Hand fliegt, kleine Impeller drauf, mal sehen, ob man damit steuern kann. Und dann wird eine oder mehrere größere gebaut, von Meter, 1,20 Meter Spannweite. Nur um die Aerodynamik zu testen, um zu sehen, ob wir die große überhaupt anfangen können mit bauen, ob das Nutz hat. Ja? Und ja, die kleinen 3 Stück haben alle 3 gut geflogen. A-Zeine fliegt am besten, weil der ist am schwersten. Das hat uns auch glücklich gemacht, weil die Maschine wiegt ja 34 Kilo. Ist sehr schwer, so ist auch in Deutschland ein abgenommenes Modell, ja, ist zugelassen. Ja, und die Große hat auch von Anhieb ab super geflogen, braucht ein bisschen Platz, um zu starten, aber weiter in der Luft sehr stabil, genau wie die Kleine, wendig und sehr gut langsam zu landen mit den Riesenlandeklappen. Ja, schön. Wie lange habt ihr daran gebaut? An die große Maschine fast 2 Jahre. Und die Vorbereitung war ein dickes Jahr, nur zu zeichnen, rechnen und die 2, 3 kleine zu machen. Ah ja, und dann kann ich mich erinnern ans letzte Mal, du baust dann ein spezielles Fahrwerk und alles das, was mit Metall zu tun hat. Ist das richtig? Das ist ungefähr meine wie nenne ich das auf Deutsch? Opleiding. Seine, so ausgebildet. Ausbildung. Ach so, ja. Denn ich bin Feinmechaniker und ich habe die Ausbildung zum Entwurf von Metallteilen. Und daher sind auch diese Sachen für mich, es ist auch eine Herausforderung, denn wie soll ich diese Sachen machen mit einer ganz kleinen Arbeitsstelle? Ja. Das Einzige, was wir kaufen, sind die 3 Räder. Ja, der Gummi, der Rest, sogar der Felge wird selber gemacht. Felge machen wir selber, denn es soll eine Scheibenbremse drin sein. Ja, das ist hochinteressant. Und
Der Rumpf bzw. das Flugzeug, der Flügel besteht aus was? Holz, 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 Holz. Holz, Holz. Also kein Kunststoff drauf, gar nichts. Ja, ja. So wie im Original eigentlich auch aus Holz. Nicht? Und ganz interessant sind natürlich die da drin liegenden Piloten. Ja, im Krieg war das ein großes Problem, wie man einen Flieger bauen konnte, ohne dass da ein Hügel drauf war, die Aerodynamik zerstören sollte. Und da hat man einige Probemodelle gemacht, wo man ein Segelflugzeug gebaut hat mit einem geraden Rumpf, wo man drin gelegen hat. Und das war ganz gut gegangen. Und dann hat Gotha auch dafür gewählt, um 2 Piloten nebeneinander zu liegen. Nackenstütze für, ja, anders geht das nicht, dann geht der Kopf runter, ja. Und ich denke nicht, dass es bequem war. Ja. Wenn ich das so sehe, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ja, ja. Wir werden das Teil nachher fliegen sehen und ich freue mich schon drauf und ihr könnt euch auch drauf freuen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, auch. Dankeschön und hoffentlich seht ihr einen schönen Flug. Ja, wir hoffen auf einen schönen Flug und auf ein wenig besseres Wetter. Das wäre uns allen zu wünschen. Okay, bis gleich. Hier nachgebaut, ein Experte für außergewöhnliche Modelle, Erik van den Hogen aus den Niederlanden. Wenn Sie das Modell genau anschauen, aus der Nähe, außen die Flügelspitzen sind sogenannte Bremsschaufeln. Damit sollte die Maschine um den Hochhausgesteuert werden. Außergewöhnliches Flugbild, das sich für nur Flügel gehört. Ja, ein außergewöhnliches Flugbild, dieser Gotha P60. Jetzt im Anflug aus Richtung Siebengebirge. Führer Fahrwerk ist rausgefahren. So, jetzt die Landung. Ja, die Erde hat ihn wieder flott gelandet. Die muss da schon relativ flott landen. Man sieht es hier in den Tragflügelspitzen, diese Bremsschaufeln zur Steuerung auf die Hochachse.